Mit einem viel zu kleinen Auto von Österreich in die Mongolei zu fahren und dabei Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Das ist die Mongol Rallye. Die Idee dazu ist uns im Sommer 2018 in Vietnam gekommen. Wir haben uns mit einem weiteren Freund Motorräder gekauft und den Norden des Landes bereist. Nach unzähligen Pannen, nachdem wir mehrmals den Mechaniker aufgesucht haben, bekamen wir Lust auf mehr. Kaum zurück in Wien haben wir uns sofort für die Mongol Rallye 2019 angemeldet. Die Mongol Rallye verfolgt grundsätzlich 3 Ziele. Erstens, das Auto muss klein sein. Es darf maximal 1,2 Liter Hubraum haben und sollte keinen unnötigen Schnickschnack mit sich bringen. Und dann sind wir dran gekommen, das ist ein guter alter Luftfilter. So verstopft war, dass er ins die Luft genommen hat. Wow. Zweitens, jedes Team ist auf sich allein gestellt. Wir sind jetzt in der Wüste vom Iran angekommen. Da ist Licht. Und drittens, damit das Ganze nicht nur zur Befriedigung der Reiselust dient, Müssen mindestens 1000 Pfund für einen guten Zweck gesammelt werden. Unsere Wahl ist dabei auf die Non-Profit-Organisation Cool Earth gefallen. Die befasst sich beispielsweise mit der Verhinderung der Abholzung von Regenwäldern. 25.000 Kilometer absolvieren bei der Mongol Rallye und das für unseren Spenden von Help for Kids. Zusätzlich entschieden wir uns für den Help for Kids Spendenfonds aus Tirol, welcher hilfsbedürftige Familien unterstützt und dabei jeder Euro diesen zugutekommt. Gestartet hat für uns die Rallye in Wien. Von dort aus sind wir dann weiter nach Tschechien. Circa 40 Kilometer westlich von Prag haben wir mit rund 300 anderen Teams den Start der Mongol Rallye gefeiert. Die alte sowjetische Militärbasis Chunktown war dafür der beste Schauplatz. Kurz nach unserer Ankunft in Chunktown haben wir alte Bekannte getroffen. Moritz, der Mitbewohner von Simi und Batti, hat sich ebenfalls dazu entschlossen, mit 2 Kollegen und seiner Freundin Hanna an der Mongol Rallye teilzunehmen. Jedes Land eine Flagge.
dance around my way. Both they fake it through the day. And I'm inside just counting news, hiding from the TV news. Sex and drugs is all my pleasure. In this little life of leisure. A pretty girl, she don't believe anything she hears or sees. Well, what's the word on the street? Tell me what's the word on the street? What's the word I need to tell myself? 'Cause all these pills, they just ain't helping me. I can't fight the sea. What's the word I need to tell myself? All these pills, they just ain't helping me. Tag Nummer 4. Wir verlassen jetzt gleich Albanien in Richtung Griechenland. Dann schauen wir mal, was passiert. Erste Anzeichen der Überstrapazierung. Pass auf, der Kind ist lang. As if they know what I'm going through, they clearly don't, do they? What's the fascination with this? I'll stay having jokes, taking the piss. Stop over-exaggerating the shit that we wrote in our scripts. You ain't got. So, es ist Mittag in irgendwo zwischen Griechenland und Türkei. Brettige Hitze. Wir stehen seit 2 Stunden im Stau an der Grenze. Erst die richtige Grenze geschafft. Jetzt haben wir in der Türkei. Jetzt geht ab! Jetzt kleine Warnblink rein in den Alter. Deze stehen noch. So, wir sind jetzt seit 5 Minuten in der Türkei. Wir haben es geschafft, dass wir keinen Tank mehr haben. Aber so ein netter Herr schleppt uns jetzt gerade zur nächsten Tankstelle. Der Erste, was uns gesehen hat. Der Erste, was uns gesehen hat, ja. Bremse ein bisschen. Also ja. Man kann sich schon sehen da vorne. Jetzt geht es gleich wieder auf Richtung Istanbul. Nach 5 Tagen und 2700 zurückgelegten Kilometern haben wir es in die türkische Metropole Istanbul geschafft.
So, wir verlassen jetzt Istanbul nach Asien über die Bosporusbrücke. Endlich in Asien sind wir weiter in den Süden der Türkei zu den Kalk-Sinter-Terrassen von Pamukkale. Danach ist weitergegangen zum Salzsee Tuzgölü. Mit einem Salzgehalt von 33% gehört er zu einem der salzhaltigsten Seen der Welt. Kurz darauf hat uns die Türkei mit einem weiteren landschaftlichen Highlight überrascht. Im Zentrum vom Land befindet sich die Felsenstadt Kappadokien. Bei dem UNESCO-Weltkulturerbe gibt es jeden Morgen was ganz Besonderes zum Sehen. When the night comes round, you only see the stars when they fall like rain. Heute war um 4 Uhr Tagwache. Am Anfang alle ein bisschen angepisst. Mittlerweile wissen wir, dass es definitiv der Welt war, wenn man sich das so anschaut. Nachdem wir am letzten Tag in der Türkei unser Zelt aufgebaut haben, überraschte uns Hossein und sein Sohn Erdem. Wir wurden von der Familie zum Abendessen eingeladen und es wurde uns gezeigt, wie man das Teegetränk Chai zubereitet. Am nächsten Morgen überraschte uns nicht nur eine der gefährlichsten, sondern auch eine der schlechtesten Straßen der Welt. Die D915, auch Todesstraße genannt.
jetzt gleich von der Türkei nach Georgien. Und uns kommt irgendwie vor, dass wir nicht die Einzigen sein, was dahin wollen. Nummer 10, Georgien. So. Zack. Wir sind jetzt gerade in Batumi und nach unserer Erfahrung gestern auf der D915, dass wir immer aufhocken, sind wir jetzt zum Mechaniker. Die georgische Variante eines brasilianischen Premium Buttlift. Wir haben uns ein bisschen höher legen lassen, damit wir für ein paar mehr gerüstet sind. Jetzt läuft's. So, Gabriel. Wir machen mal ein bisschen Morgensport. Aber ich bin nicht ganz so überzeugt. Letztes Mal mehr für das Jahr, weil es ist viel zu kalt. Gabriel ist viel zu kalt. Nein, das kann es nicht sein. Nach langer Überredungskunst ist auch der Geber ins Wasser gegangen. Danach gibt es ein Frühstück und dann schauen wir, dass wir Richtung Tiflis aufbrechen. So, gleich mal ein Salz. Der Simon hat bei der letzten Tankstelle einen super Snack für uns gekauft, Schokoriegel. Hey, geil. Wir sind jetzt gerade ungefähr 10 Kilometer von Tiflis entfernt, auf so einem Hügel, und wir haben uns gerade ein wunderschönes Kloster angeschaut. Der Simi hat gesagt, er kennt einen super Weg. Na, scheiße. Was ist davon, wenn mit Starten am Weg ist? Thank you. Thank you. Spasiba. Thank you. Alter, wie geil. Wahnsinn. Wir haben da gerade gefrühstückt, 10 Kilometer vor der armenischen Grenze. Da sind wir von einer Schafsherde und irgendwo am Georgien auf dem Pferd überrascht worden. Und wir mit unserem europäischen Gedankengut haben wieder gemeint, jetzt können wir zusammenpacken. Dabei hat er uns einfach Kinderkopfgras und Pfirsiche geschenkt. Mega geil. Und? Richtig nice. Ja, jetzt sind wir in Armenien, die Straßen werden immer noch beschissener. Schauen wir mal, ob der Gaby da hinten schlafen kann. Also das sind die Straßenverhältnisse in Armenien.
So, wir sind jetzt in Jerewan angekommen. 200 Kilometer, 7 Stunden haben wir gebraucht, weil die Straßen so sind. Also echt pipi fein. Wenn du nicht angehängt bist, nachher berührst du das Dach vom Auto, weil es dich so durchhaut. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das Hostel finden. Die Gegend schaut gut aus. Also, wir finden es einfach nicht. So eine liebe Dame hat uns gerade gesagt, dass wir da im 3. Stock hauchen müssen. Stiegenhaus, schaut gut aus. Wie fein. Letzter Tag in Erevan. Jetzt gönnen wir uns dann nochmal gescheit was zum Essen und dann fahren wir weiter Richtung Iran. Vitamine. Melonen haben wir geschenkt gekriegt. Tipptopp. Die gönnen wir uns jetzt einmal und dann schauen wir weiter, wie es läuft. Richtig saftig, top. Und aufgrund von den armenischen Straßen haben wir gerade entdeckt, dass unser Dachträger im Arsch ist. Der ist offen. Der ist ab. Wir haben mal einen Zimmerer und 2 Maurer dabei gehabt. Die ersten Kilometer mit unserem super russisch reparierten Dachträger liegen hinter uns. Bis jetzt schaut es ganz gut aus. Aber schauen wir uns das einmal gemeinsam an. Also das ist echt der Hammer. Da sind wir jetzt in Agarak an der iranischen Grenze. Da hinten laufen nur die Schweine über die Straße. Und da vorne bei dem Gebirge sieht man schon die iranische Fahne wehen. Heute haben wir uns zur Feier des Tages einmal Wurstnudeln gemacht, mal was anderes.
was im Iran kein Schweinefleisch mehr geht. Mahlzeit. Mahlzeit! Also wir warten jetzt schon seit 4 Stunden an der iranischen Grenze, aber wenigstens haben wir ein paar andere Teams getroffen. Können wir ein bisschen quatschen und ein bisschen austauschen. Welcome to Iran. Thank you. Wir haben es jetzt endlich nach 6 Stunden 20 geschafft. Die Grenze ist überwunden, jetzt sind wir endlich im Iran. Perfekt. Die erste Nacht im Iran heute. Wir haben uns da ein pipifeines Platzl mit Aussicht gesucht. Irgendwer hat uns da schon ein Bett gemacht. Und morgen in der Früh haben wir hoffentlich einen schönen Ausblick. Sind wir gerade aufgestanden. Iran. Da hat es komplett gezapft. Und Mittag wahrscheinlich wieder 40 Grad. Im Iran ist es warm, haben sie gesagt. Iranisches Frühstück. Na, wir holen uns da einen Tee an der Tankstelle. Chill, Alter, spritzt der voll. Also wir haben Tag 2 im Iran. Aufgrund der guten Autobahnen, aber trotzdem einige Schlaglöcher, haben wir den Dachträger wieder kaputt gemacht. Also nachdem unser Dachträger zum zweiten Mal hingegangen ist, oder nochmal hingegangen ist, haben wir jetzt mal 2,5 Stunden umgewirkt und umgekackelt. Jetzt haben wir alles ein bisschen unterbackelt und irgendwie gerichtet. Das schaut jetzt mal so aus. Hinten, Mitte und das schräge Teil da ist vorne. Und ja, dann schauen wir mal, wie weit wir kommen, wie lange es hilft. Und dann hoffen wir, dass wir irgendwie ein paar mehr stehen.
Isfahan haben wir den südlichsten Punkt unserer Reise erreicht. Von dort aus führt unsere Route weiter in den Norden des Landes durch die Wüste Kabir. Wir sind jetzt in der Wüste vom Iran angekommen. Da ist nichts. Wir haben da einen ziemlich coolen Platz gefunden, mit so einem kleinen Kamelgehege daneben, so einem Taubenturm. Und jetzt mal offen haben wir jetzt beschlossen, dass sie zu wenig ausgelastet sein und jeden Tag 3x20 Liegestütze machen wollen. Ich habe eigentlich noch Hunger. Ja. Sagen wir in die Map mal. Danger. Danger. Da. Ah? Yes. Da? Okay. La Polizia. So, gestern haben uns die Polizisten aus dem Schlaf gerissen, weil es da drüben zu gefährlich war und Schlangen gibt. Jetzt haben wir da auf so einer kleinen Insel, schlangenfrei, in so einem Heisel geschlafen. Also wir waren ja gerade auf einer Tankstelle am Parkplatz und dann hat da so ein Typ dahergekommen und gesagt, ja, I am police, you must follow me in my office. Und jetzt müssen wir dem schönen Auto davon nachfahren und mit ihm in sein Office. Schauen wir mal, was passiert. Ja, das war anscheinend eine normale Routinekontrolle von der Polizei. Sie haben uns nach die Pässe, nach dem Visa gefragt, wo wir herkommen, was wir vorhaben. Und ja, dann haben sie uns noch gefragt, ob wir was zum Essen schon gehabt haben. Jetzt wollen sie uns noch was zum Essen holen. Und jetzt haben wir weiterfahren dürfen. Kurz darauf haben wir es nach Turkmenistan geschafft. An der Grenze gab es zuerst mal Fingerabdrücke und Augenscans. Danach ging es weiter in eine der bizarrsten Hauptstädte der Welt. So, also wir haben jetzt die turkmenische Grenze geschafft. $370 leichter sind wir jetzt, was gut ist für unsere Stoßdämpfer. Und ein paar schöne Zettel haben wir gekriegt. Ungefähr 20 Mal irgendwo unterschrieben. Wir können es nicht lesen, aber wird schon passen. Aber jetzt sag mal die Route, wo wir fahren müssen. Wir müssen, ist alles eingezeichnet, wo wir fahren müssen, dass wir ja nicht eine andere Route wählen. Und ja. Und unser Auto ist jetzt auf einmal 1999 Baujahr und wir kommen, das Auto kommt aus Deutschland. Aber wird schon passen. So, wir sind jetzt in Aşgabat angekommen und sie haben jetzt an der Grenze immer gefragt, in welchem Hotel wir schlafen. Und wir haben eigentlich nur eins gekannt, jetzt haben wir gesagt, ja, wir schlafen im Grand Hotel. Dann haben wir gefragt von einem Einheimischen, dass wenn wir sagen, wir schlafen da, dann müssen wir da schlafen, weil die dann anrufen und fragen, ob wir wirklich da geschlafen haben. Und jetzt schauen wir mal, wie das Hotel so ist. Also 5 Sterne, passt glaube ich schon. Hat uns halt ein bisschen was gekostet, aber nutzt eh nichts. Seit einigen Jahren zählt Turkmenistan zu den am stärksten abgeschotteten Ländern überhaupt.
weshalb es auf manchen Rankings auch als Diktatur Nummer 1 angeführt ist. In der Hauptstadt Aşgabat lebt der Diktator seinen Traum aus und hält den ein oder anderen Weltrekord, indem er alle Gebäude in Marmor einhüllt. Das größte Indoor-Riesenrad der Welt. Ziemlich unnötig. Wir stehen jetzt hier am Parkplatz vom 5-Sterne-Hotel Grand Turkmenistan. Wie man sieht. Jetzt werden zuerst mal die Reifen gewechselt. Mit der Schwimmhose. Mit der Schwimmhose. Ein Wahnsinn. Alfa Romeo sauber Formel 1 Team. Die nächste Verstärkungsmaßnahme für unseren Dachträger. Was halt richtig abgeht in der Wüste. So, aufgrund der Gegebenheiten, dass die Straßen so schlecht sind, haben wir uns bestens vorbereitet. Mit Handtüchern vom Grand Turkmen Hotel haben wir da eine schöne Unterlage gemacht und den ganzen Dachträger mit dem Auto zu 1 gemacht. Also wenn der Dachträger anfliegt, dann fliegt das Auto um, glaube ich. Also da kann nichts mehr sein jetzt. Für Fuschanukri war stolz auf uns. Ja, das ist top. Wir sind jetzt am Weg zum Gaskrater in Turkmenistan und die Landschaft hat sich drastisch verändert, seit wir die Stadt verlassen haben. Von Marmor und pipifeine Straßen ist jetzt so geworden. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know. An einem Ort trifft man mit Sicherheit auf andere Rallye-Teams. Der Gaskrater von Therese. Oder besser gesagt, das Tor zur Hölle. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Probably. Es brennt seit gut 50 Jahren und Grund für das Feuer in dem Loch mit 70 Meter Durchmesser war ein Unfall bei Probebohrungen für Gas der Sowjetunion. That's my only advice. Come on now, who do you think you are? Bless your soul. You really think you're in control? Well, I think you're crazy. I think you're crazy. I think you're crazy, just like me. Beste Straßen haben sie jetzt gemeldet. Hey. Top! To the life I wanna live. And all I remember is thinking I wanna be like them. Ever since I was little, it looked like fun. Total, Alter. Seit 4 Stunden oder so haben wir uns so Zeit. And I can die when I'm done. But maybe I'm crazy. Maybe you're crazy. Maybe we're crazy. Probably. Das ist alles im Arsch. Und es geht alles in Ordnung. Dazu
Zustand von den Straßen war grenzwertig und sie wurden immer schlechter. Doch der schwierigste Abschnitt von der Reise ist erst vor uns gelegen. Der Pamir Highway. Es ist vielleicht 300 Meter her. Da hat es schon Schnee. Das Abschleppen eines anderen Rallye-Teams über fast 3000 Kilometer. Gebrochene Federn, glatte Reifen und unzählige weitere Pannen. All das und noch mehr erwartet euch im zweiten Teil unserer Geschichte.